Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich sage es mal gleich zu Anfang, heute Mittag bekommt ihr als Goodie einen Wochenimpuls für euer Element. Das heißt, die Sternzeichen sind dann im Element natürlich unterteilt. Die Videos gibt es ab 15 Uhr heute Mittag. Soll so ein kleiner Impuls sein für eure Woche. Was könnte kommen, was ist wichtig. So, heute Sonntag, wir gucken uns mit dem keltischen Kreuz die Botschaft für heute an. Und im Thema zeigt sich schon mal, dass irgendetwas im Nebel ist und dieser Nebel jetzt zur klaren Sicht wird. Wir haben in der bewussten Ebene drin die Hauptperson Mann liegen. Hier kann es um Klärung mit einem Menschen gehen, das sich dein Gegenüber nennt. Es kann sein, dass dir bewusst ist, dass du sehr viel investieren musstest mit der männlich gebenden Kraft, um hier deine Klarheit zu bekommen. An sich geht es vielleicht auch darum zu gucken, wo habe ich zu viel gegeben, ne? Okay, die unterbewusste Ebene. Ich lege das übrigens mit dem Magic Lenormand von der Gabi Mokros. Golden Magic Lenormand. So, im Unterbewusstsein haben wir hier den Schlüssel. Ich muss die Kamera ein bisschen verstellen. Das heißt, das ist gut, ne? Weil die unterbewusste Ebene zeigt dir irgendwie schon, hier geht eine neue Tür auf, hier stellt sich ein Erfolg ein. Du fühlst dich sicher voranzuschreiten. Das sind Möglichkeiten zum Erfolg. Und wir sehen jetzt hier tatsächlich in der jüngsten Vergangenheit das Thema Liebe, Herzensangelegenheiten. Das kann jetzt hier mit einem Gegenüber zu tun haben oder mit einer speziellen Symptomatik, die du einfach in deine Herzensangelegenheiten mitbringst, ne? Für mich ist das Herz nicht immer beziehungsspezifisch, sondern da geht es darum, was liegt mir am Herzen, was ist mir wichtig, wo brauche ich ein Fundament, in dem ich mein Herz wieder öffnen kann. Und das, was mir am Herzen liegt, das sind auch wirklich nur die wichtigen Dinge. Alles andere ist nicht so, ja, ich sag mal, schwierig oder schwer, um dass es mir am Herzen liegen könnte. Okay. Für viele kann es dennoch sein, dass sich hier ein Beziehungsthema aufklärt. Ihr standet im Nebel, vielleicht wurdet ihr im Nebel stehen gelassen. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, die lichte Seite der Sache zu sehen, die Dinge zu verstehen. In der näheren Zukunft haben wir hier den Fuchs liegen. Irgendwie scheint es hier noch Dinge zu geben, die nicht ganz stimmig sind. Vielleicht geht es auch um Unehrlichkeiten, die hier mit an Bord waren. Vielleicht spielen sie in der näheren Zukunft auch so eine Rolle, als dass man hat sich getäuscht, etwas flog auf oder etwas kam raus und ja, jetzt bleiben so diese Restzweifel. Mit dem Fuchs sagt man dir aber auch, sei mal klug, mach einen klugen Zug, lerne aus dem, was passiert ist. Was kriegen wir dann? Ja, das sind mir zu viele. Eine Karte bitte. Ja, die eigene Sicht, und das finde ich hier sehr passend. Es geht um deine Emotion zu dieser Thematik. Vielleicht hat sich das bei dir, was hier war oder sein könnte, in dein Unterbewusstsein so eingeschlichen, dass du hier zwar weißt, wie die Türen aufgehen, aber du gehst mit sehr wankendem Gefühl einher. Du überlegst vielleicht, wie viel Emotion soll ich investieren,
wo hat es in mir Ängste geschürt oder was hat es emotional mit mir gemacht, was hier passiert ist. Und du siehst das ganze Ding, ja, von deiner weichen Seite aus, ne? Das Intuitive, das trägt dich so mit hier. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du aus der Situation rausgehst, dass deine Intuition ein bisschen eingeschränkt ist. Oder es dir eben schwerfällt, dich hier zu sortieren, was kommt aus der Emotion, was kommt aus dem Verstand, wo produziere ich etwas, projiziere ich etwas hin, das vielleicht gar nicht dahin gehört. Wieder so viele. Die Karten wollen alle gesehen werden. So, das Umfeld. Ja, es kann hier irgendwas mit dir schwingen, was von außen kommt, ne? Das ist das Geschwätz der anderen, da ist irgendwie vielleicht eine gewisse Unruhe, da gibt es Stress, Ärger, ja? Vielleicht auch so eine Flatterhaftigkeit, das dich von außen beeinflusst. Vielleicht nimmt man dich auch sehr unruhig wahr. Irgendwas ist auf jeden Fall noch ein bisschen ein Stressor hier. Und es scheint von außen zu kommen und das Außen auch so zu sehen. Wir nehmen die Hoffnungen und Ängste. Was kriegen wir hier? Ja, die Hoffnung ist für mich die, dass hier eine Möglichkeit kommt, dass hier ein Weg entsteht, dass hier Optionen sind, die genommen werden, kommen. Und die Ängste können ebenso damit zu tun haben. Für was entscheide ich mich? Welchen Weg gehe ich? Vielleicht so eine gewisse Unruhe, die damit schwingt, sich falsch zu entscheiden, den falschen Weg zu wählen, den Herzweg, den Verstandesweg nicht unter einen Hut zu bringen. Trotzdem, die Hoffnung ist, dass man den richtigen Weg hier findet, egal was von außen auch kommt. Was kriegen wir für die längere Zukunft? Für eine Karte für diese Situation. Wow. Und hier kriegst du das Go. Hier werden die Wege richtig sein, die du findest. Für dich richtig. Entscheidungen, die hier getroffen werden, sind mit der Sonne überstrahlt. Ja. Da triffst du das absolute Gute an. Das ist die Ja-Karte. Da gehen die Dinge gut. Das weißt du hier unterbewusst, denn du hast den Schlüssel im Unterbewusstsein liegen. Unten im Deck habe ich noch die Fische. Hier kann es sehr wohl um eine Entscheidung gehen in den Finanzen, die du vielleicht mit einem Partner hast, mit einem Gegenüber oder mit dem Leben an sich. Auch Geld kann dir am Herzen liegen. Andere Variante ist, dass du hier dich so darauf hinarbeitest, dass da, wo die Seele gelitten hat und viele Ängste hochgekommen sind, ein Weg rausgeht in ein seelisches, harmonisches Gleichgewicht, in ein Gutfühlen. Für die einen oder anderen ist es vielleicht auch eine Seelenpartnersache, die sich hier gezeigt hat. Gut, wir ergänzen mal noch ein bisschen. Was dürfen wir für diese Legung noch wissen? Die Sensibilität fällt. Ne? Vielleicht hat dich die ganze Sache auch empfindlich gemacht. Hier sieht man das mit dem Mond. Vielleicht müssen die Dinge hier auch mit sensibler Hand angefasst werden. Es geht hier darum, etwas zu minimieren, um nachher einen Mehrwert rauszukriegen. Hier liegen nicht die großartigen Dinge oder ja, diese, wie soll man sagen, diese richtigen Schatztruhen, die voll gefüllt sind, sondern hier geht es darum, etwas zu reduzieren, um nachher mehr Gefühl zu haben, um mehr Qualität, mehr Lebensqualität zu haben. Auch zu gucken, mit was bin ich zufrieden, was fehlt mir. Ja, das Ganze hat dich sehr viel Erfahrung gelehrt, emotionales Chaos verursacht und
Es braucht hier vielleicht noch ein bisschen Ausdauer, aber es wird ein Weg sein, der dich hier auch in die Unabhängigkeit führt, wo du dich frei fühlst, wo du deine Erfahrung stehen lassen kannst, so wie sie ist. Okay, dann gucken wir noch, was für ein Engel da mitschwingt, und dann erinnere ich euch nochmal, heute um 15 Uhr kriegt ihr den kleinen Wochenimpuls für euer Sternzeichen. Ich freue mich da natürlich auch über jedes Like, über jeden Kommentar, über jede Wertschätzung. Die Likes kosten nichts, ja, und geben eine Wertschätzung. Und der wertschätzende Kommentar kostet auch nichts, aber ist eine Rückmeldung für mich und tut mir persönlich gut. Hier geht etwas in die Gelassenheit, ne? Lasse alle Anspannung los. Hier wird es leichter. Hier geht es dieses, wo man sich so unter einem Panzer fühlt. Also wie heißt denn das? Vielleicht auch ein Korsett des Eingezwungenseins in irgendeine Situation. Das fällt hier von dir ab und du spürst, dass da Entspannung reinkommt, und das ist wunderbar. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich drücke euch und bis bald.